In den Jahren 2016 bis 2018 habe ich dann angefangen, mich tiefer und intensiver für Russland zu interessieren. Und ich suchte auch nach vielen Antworten und Fragen des Lebens. Und dabei bin ich zufällig auf Juri gestoßen. Wir trafen uns im Internet und hatten dort einen sehr freundlichen, sehr netten Kontakt. Und dadurch ist dann eigentlich meine erste Reise entstanden Richtung Moskau. Und das werden wir dann später nochmal genauer beleuchten. Die Geschichte mit dem netten Hotel Sanjani, wo wir untergekommen waren, weil wir mussten ja irgendwo pennen. Das ging ja nicht auf der Straße. Juri war ja von sehr weit weggekommen, von Novosibirsk. Und wie gesagt, das erzählen wir später. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe auf meinen Reisen, die ich dann gemacht habe in den nächsten Jahren, einige Antworten gefunden, die mich interessiert haben. Und dieses Thema werde ich dann euch in den nächsten Teilen näher erzählen, wenn es euch interessiert. Juri, erstes Treffen, Handy, Konto, meine Zähne und warum ich dreimal geflogen bin. Ihr könnt gerne mal in den Kommentaren schreiben, ob euch diese Geschichte interessieren würde. Juri und ich, wie wir uns getroffen haben, was wir erlebt haben zusammen in Moskau. Und naja, ich bin mal gespannt auf eure Kommentare und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Also, ich werde noch mal etwas näher erläutern und klarstellen. Und zwar im Prinzip gab es bei mir in den Jahren von 2014 bis 2019 keine direkten Vorbereitungen zum Auswandern. Es war alles im Prinzip relativ spontan und planlos und am Anfang war bei mir nur eine sehr große Neugierde vorhanden. Einfach nur neugierig auf das Land. Und dazu gibt es noch zu sagen, dass ich in dem Jahr 2014 einen sehr schweren Arbeitsunfall gehabt habe, der mein Leben sowieso sehr stark verändert hatte. Ich war danach nicht mehr ich selbst, sondern ich lebte aus heutiger Sicht, wie soll ich sagen, anders. Ich war wie ein anderer Mensch, der von der anderen Seite zurückgekehrt war. Und ich habe selbst zeitweise damals mein eigenes Leben nicht mehr verstanden. Diese Dinge können nur Menschen nachvollziehen, die dem Nahtod nahe gewesen sind. Und ich hoffe, dass ihr es vom Ansatz her wenigstens ein bisschen verstehen könnt, was ich damit sagen will. Aus diesem Grund hatte ich bis etwa 2015 große gesundheitliche Probleme, die ich klären musste, und mit Hilfe der Deutschmedizin wurde es auch, sagen wir, körperlich so weit wiederhergestellt wie möglich. In den Jahren 2015 bis 2018 ging es mir dann zwar körperlich wesentlich besser, aber alles andere ging irgendwie in meinem Leben den Berg herab. Ich kann nicht erklären aus heutiger Sicht warum, aber es gab viele dramatische Veränderungen, die teilweise so waren, dass ich sie nicht akzeptieren wollte oder konnte. Ich sehe es heute so als die direkte Nachwirkung meines Arbeitsunfalls von damals, und diese 20.000 Volt hatten mich verändert. Innerlich sowieso, und das aber tiefer gesehen auch seelisch. An mich wurde eine Frage herangetragen außerhalb von YouTube und anderen Kommunikationskanälen. Also, diese Geschichte um den Zaren kenne ich nur aus den Erzählungen in meiner Kindheit von meinen Großeltern. Sie erzählten mir oft eine für mich damals seltsame Geschichte, die sich um einen silbernen Kelch gehandelt hat, der ursprünglich ein Geschenk der Familie war, überreicht durch den russischen Zaren in der Zeit, als unsere Familie in der direkten Nähe von Russland lebte. Aber das war noch vor 1921, und wo genau, daran kann ich mich heute nicht mehr erinnern. Opa hat es zwar erzählt, aber es ist mir irgendwie im Gedächtnis verschwunden. Ich weiß nur so viel, dass Opa mal erzählt hat, der Kelch ging auf der Flucht, als die Familie aus Ostpreußen bzw. aus Königsberg flüchten musste, verloren.
Und er soll angeblich heutzutage in einem polnischen Museum noch existieren und ausgestellt sein. Aber wo, weiß ich nicht. Ich habe da nie nachgeforscht und das hat mich nie weiter interessiert, weil es einfach für mich nicht relevant war. Hier kommt eine Antwort für Marcel. Hallo Marcel, ja, ich bin ein gebürtiger Sachse und lebe nun in der Nähe des Süduralgebirges in der Republik Baschkortostan. Du kannst gern bei uns vorbeischauen. Gäste aus der alten Heimat sind bei uns immer willkommen. Und für die anderen Zweifler und Nörgler. Ich bin für meine Liebe zu einer sehr, sehr lieben Frau nach Russland gegangen. Wir wollten ursprünglich in Deutschland zusammenleben, aber das hat man uns nicht erlaubt. Danach waren wir eine Zeit lang in Norwegen und auch dort war es sehr schwierig und einfach nicht möglich. Also haben wir uns dann entschieden, dass wir zusammen glücklich sein wollen, egal wo. Hauptsache, dass man uns keine Probleme macht und uns akzeptiert. Und das war nur in Russland möglich. Und jetzt hoffe ich, dass die kleinen Nörgler ihren vorlauten Mund halten. Die Geschichte, was uns in Deutschland und Norwegen passiert ist, gibt es eventuell später zu hören. Darauf möchte ich jetzt nicht weiter eingehen. Es war für uns eine sehr schwierige Zeit, insgesamt etwa 2 Jahre, wo wir gegen die Bürokratie Spießruten gelaufen sind. Und das ist eine ganz andere, besondere Geschichte. Die muss ich noch überlegen, ob ich die veröffentlichen werde oder nicht. Und falls Interesse besteht bei dir, Marcel, die Kontaktaufnahme bzw. die Kontaktadresse von mir kannst du direkt bei Juri erfahren. Und ebenso meine russische Telefonnummer per WhatsApp und Telegram bin ich immer erreichbar. Also, es gab mehrere Fragen in den Kommentaren wegen den privaten Aufzeichnungen meines Opas. Dazu muss ich Folgendes euch sagen, leider existieren diese Aufzeichnungen nicht mehr in Papierform. Ich habe diese nur noch in meinem Gedächtnis vorhanden und das sehr, sehr gut. Das Problem ist, dass diese bei meinem Umzug, bei meiner Migration von Deutschland nach Russland verloren gegangen sind. Ich habe damals insgesamt 39 große Koffer gepackt und diese per DHL mit meinem Hausrat, den ich dachte, den ich brauchen werde in Russland, hier rüber geschickt und davon sind insgesamt 3 Koffer abhanden gekommen. Das war seltsam, dass speziell in diesen 3 Koffern auch relativ teures Werkzeug vorhanden war. Und auch nach längerem Suchen durch Transportunternehmen, durch die russische Post und durch die deutsche DHL sind diese nicht mehr auffindbar gewesen. Das Seltsame war, dass nach etwa circa einem Jahr ist ein vermisster Koffer wieder in Deutschland aufgetaucht, der ist zurückgekommen. Aber auch da war es mir absolut nicht möglich, DHL zu kontaktieren und meinen Koffer irgendwie zurückzukommen. Weiß der Teufel warum, aber ich bin dort auch wieder gegen bürokratische Maßnahmen, regelrecht Spießruten gelaufen und gegen Datenschutzgesetze und weiß Gott nicht alles für welche, Entschuldigung, bescheuerte Vorschriften, da ich dann irgendwann gesagt habe, behaltet den Koffer und macht damit, was ihr wollt. Im Prinzip muss ich noch zu dieser Geschichte sagen, mit den 39 Koffern, es ist schon ein bombiger Schnitt, dass wir 36 Koffer heil rüberbekommen haben und diese angekommen sind. Weil im Prinzip ist es immer ein Abenteuer, nach Russland ein Paket zu schicken oder egal was. Weil du weißt nie, ob es ankommt und wenn es ankommt, wann es ankommt. Und da haben wir ehrlich gesagt mit 36 von 39 einen überdurchschnittlichen Prozentsatz geschafft, dass es heil angekommen ist. Und selbst Geschirr, was wir verpackt hatten, sehr altes Geschirr von meinen Großeltern, das ist vollständig und heil angekommen. Also muss ich sagen, Hut ab vor der russischen Post, dass die es geschafft haben, das ordentlich zu liefern und dass es angekommen ist. Was mit den 3 anderen Koffern ist, naja, dazu denke ich mir meinen Teil. Wenn jetzt Fragen kommen, warum mein Großvater sagte, dass Russen und Deutsche Brüdervölker sind, so kenne ich aus meiner Kindheit noch eine kleine Geschichte meines Großvaters. Er erzählte mir immer eine Geschichte von einem Fluss, an dessen Flussufern 2 Völker wohnten, Russ und Pruss.
Er sagte, diese beiden Völker waren Brüdervölker. Und aus diesen Völkern sind hervorgegangen die Deutschen und die Russen. Woher diese Geschichte stammt, kann ich euch nicht sagen, aber es war eine kleine Kindergeschichte, die in meinem Gedächtnis irgendwie so tief verwurzelt und verankert und hängen geblieben ist, dass ich mich immer sehr genau daran erinnere. Und in jeder Geschichte, habe ich gelernt, ist immer ein kleiner Teil Wahrheit vorhanden. Er wurde mit etwa 18 Jahren in den Krieg geschickt und er hat mir immer erzählt, er hat in seiner Zeit des Krieges Gott sei Dank nicht ein einziges Mal einen Schuss auf einen anderen Menschen abgeben müssen. Und er war in jeder Situation einfach nur ein einfacher Mensch geblieben. So half er zum Beispiel an der Ostfront russischen Gefangenen, indem er ihnen Wasser und Brot gab. Und wenn es möglich war, gab er ihnen auch Essensreste. Zum Glück, sagte er, wurde er dabei nie erwischt, weil das hätte sonst für ihn dramatische, extreme, schlechte Konsequenzen gehabt. Seiner Meinung nach war es ein kompletter Wahnsinn, gegen das eigene Brudervolk Russland zu kämpfen. Er sagte mir immer in meiner Kindheit, er wünscht mir nicht, dass ich den dritten Teil des Weltkrieges erleben muss. Aber er sagte auch, er weiß, dass er kommen wird, früher oder später. Da die Verursacher des Ersten und Zweiten Weltkrieges immer noch existieren und die Politiker in dieser Welt beeinflussen und steuern. Er war der Meinung, Politiker sind, wie sagte er, mir ist das Wort entfallen. Ja, Politiker sind Strohpuppen der Macht, die hinter ihnen steht. Das sollten wir kleinen Menschen nie vergessen. Denn egal, was wir wählen, was dahinter steht, können wir nicht beeinflussen. So, jetzt kommt noch eine längere Ergänzung zu den Aufzeichnungen des Großvaters. Ich möchte eigentlich hier nicht tief ins Detail gehen und dieses öffentlich erzählen. Ich werde euch nur eine grobe Zusammenfassung von dem wiedergeben, was mein Opa mir hinterlassen hat. Im Allgemeinen wird das hier nur seine Meinung in einem groben Zusammenhang, einer groben Zusammenfassung widerspiegeln. Nach seiner Meinung dienten Kriege immer nur einem einzigen Zweck. Damit bereicherten sich nach seiner Auffassung bestimmte Volksgruppen finanziell. Er sagte immer, Banker sind die kriminellsten Subjekte auf dieser Welt und es gibt noch andere höhere Leute, die ganz oben sitzen, hinter den Politikern, die diese Welt regieren. Er sagte immer, Politiker sind nur Marionetten, wie in einem Schachspiel die Figuren. Dahinter sitzen diejenigen, die alles steuern. Und diese finanzieren die Kriege und verdienen mit dem entstehenden Leid Billiarden von Dollar oder was auch immer für Valuta. So war auch seine Meinung über das englische Königshaus und über die Amerikaner, beziehungsweise über die amerikanischen Banker und über die englischen Bankensysteme alles andere als gut. Und er war der Überzeugung, dass Deutschland, ich sag mal, nur durch die Finanzhilfe derer, ich sag mal, in dieser Zeit so groß geworden ist und vor allen Dingen man hat den damaligen, sagen wir mal, Anführer des Deutschen Reichs mit Geld aus den USA und England hochgepusht. Das war seine Meinung. Und so war es möglich, dass man den zweiten Teil des Weltkrieges entfesseln konnte. Nach seiner Meinung hatte dieser nur einen einzigen Zweck, Deutschland und Russland wieder als Feinde dastehen zu lassen und diese beide aufeinander zu hetzen. Weil er sagte, solange Deutschland und Russland immer Freunde waren, war Frieden auf der Welt. Und wem hat dieser Frieden gestört? Die Engländer und die Amerikaner.